Hallihallo. Herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge von The Outer Worlds. Und ja, ich weiß, es tut mir leid, aber wir müssen halt jetzt noch die Gespräche mit Lex machen. Oder das Gespräch mit Lex machen. Es tut mir leid, aber ich wollte es jetzt nicht in der letzten Folge noch machen. Sorry about Freddy and Trixie. When they're not fighting over salvage, they're fighting over the bed sheets at night. Ah, okay, auch noch. Sind die zwei ein Paar? They like to blow off steam during work hours, but as soon as they clock out, they turn into a pair of kittens. Aww. Welcome to the Sprat Shack. First one's on the house, and I won't even water it down. What'll it be? Whisky, ich fühle mich heute kultiviert. Ein Purple Berry bitte, ich bin in guter Laune. Ich will Farben sehen und zwar jede Menge. Ja, kultiviert. Bottoms up. I assume you're here for salvage. Eigentlich bin ich wegen eines Tagebuchs hier. Nicht wirklich, aber kannst du mir erklären, was du damit meinst? Most of my regulars are sublight scavengers. They pick over the ruins of Gorgon, spend their earnings at the bar, and head back out the next day. Vicious cycle, but that's life. You're the first new face I've seen in a while. Kennst du jemanden namens Lucky Montoya? Lucky? Sure, I knew him. He could get a little dramatic at times, but he was a good guy. Heard he took on a dangerous job. Spent a lot of time coming and going from the Office of Creative Incubation, just down the road. Büro für kreative Inkubation? That's where the top rungers at Spacer's Choice came up with slogans and marketing. Lucky never told me why it was so important. Awful shame about what happened to him. Aber was ist denn passiert? You really want to hear my story? Ja. Wow, most everyone around here is sick to death of it by now. Nee, hau raus. Last I saw of Lucky was a few days ago. I went outside for a smoke and a stroll, and I saw this wild canid dragging a bloody limb. So I kicked the canid, scared it off. Okay. Wieso hast du den Mütter nicht seine Freude an einem saftigen Stück Fleisch haben lassen? If the bloody piece in question was a raptidon tongue or a mantis leg, we wouldn't be having this conversation. Get this, true. the canid was chewing on an honest-to-law human arm. Lucky's arm. Woher wusstest du, dass der von Lucky ist? I'm a bartender. Attention to detail is my middle name. Ja, okay. Anyway, ja. the arm was clutching a phonograph that mentioned someone named Alex Hawthorne. I did some poking around, and this Hawthorne has a reputation among the salvagers who frequent the bar. So I packaged up the arm nice and tidy and sent it care of the Halcyon Parcel Service. They even gave me a discount on the hazardous waste removal stamp. Der Arm ist bei mir angekommen. Ich bin Hawthorns Angehöriger in gewisser Weise. Hast du dir die Mühe gemacht, ihn zuzusenden? Wo hat Lucky gelebt? 3rd floor. Once I figured he wasn't coming back to pay his tab, I left his room unlocked to air it out. You can help yourself to anything you left behind. Fair warning, I've been letting the regulars use it for a quick lie down. Just wash your hands when you're done. Trust me. Du schmeißt also den Laden hier? Yes and no. The Sprat Shack used to be a shipping and receiving warehouse during the old Project Gorgon days. When Spacer's Choice pulled their guys off-world, Sublight moved in to salvage what we could, and they put me in charge. Hat Spacer's Choice nichts dagegen, dass ihr das Lagerhaus besetzt habt? Yes and no. We're doing a lot more than squatting. We're classing up the joint, keeping the riffraff outside where it belongs. They didn't even serve drinks until I arrived. Talk about wasted potential. Na, aber echt mal. Und das gehört jetzt hier zu Sublight, ja? Yes and no. Rumor has it there's a Sprat wandering around the Groundbreaker, and he's the legal owner of the Sprat Shack. Hagen's idea. Wag ich es zu fragen, warum diese Bar einer Spread gehört? See, Hagen didn't want a paper trail that led back to her, so she gave the bar to the Sprat. If there were any legal problems with this place, the Sprat would do the time. Most businesses in Halcyon are run by sprats, but
This is the first I've heard of it being openly acknowledged. You think a sprat could own Edgewater? Oh. Imagine one wearing Mr. Thompson's little hat. Anyway, that's what the paperwork says. I don't make the rules. Und woher will man wissen, welches Brett die richtige ist? Easy. His name's Matt. The beautiful thing is, no one could tell Matt Spratt apart from an ordinary vermin. I think that's kind of the point, to send the authorities on a wild Sprat chase. Dann versuche ich wohl nicht aus Versehen auf ihn draufzutreten, wenn ich mal wieder auf der Groundbreaker bin. Und was passiert, wenn Ethel Gabler ihn zur Spratwurst verarbeitet? Oh ja, gute Frage. Never thought about that. Shit, someone could have eaten my boss. As far as business arrangements go, this one's a head-scratcher, but they say it's all above board, so that's what matters. Ja, alles klar. Kannst du irgendeine Frage beantworten, ohne mit Ja und Nein anzufangen? Yes. And no. Again, that one was Hagen's idea. She told me that speaking in vague terms keeps you out of trouble. And I don't want any trouble in my place. Wie bekommt ihr hier Vorräte rein und raus? Thirsty people come and go from all over the colony. Mostly on the way to somewhere better. Some are well connected. And not everyone pays with bits. That's how we get the unconventional goods anyhow. Sublight keeps us well stocked with the essentials, by which I mean booze. Was kannst du mir noch über Gorgon sagen? Spacer's Choice used to brew pharmaceuticals in these parts. That's why the asteroid smells like an old gym sock. They say Adrenatime came from here, just down the road at the old R&D lab. Very hush-hush back in the day. Könnten irgendwelche deiner Stammgäste mehr Informationen über Gorgon haben? Roscoe might tell you more. He spent some time around here before the bar opened up. And I trust him well enough. There's always Leonora, my favorite customer over in the storage room on the second floor. Keeps to herself and always closes out her tab. He's been here since opening day. I think he told me he was some kind of journalist. He got left behind when Spacer's Choice pulled out. And I guess no one's coming to get him. Aber Bastard, und du kümmerst dich um ihn? Roscoe's drinks are on the house. We all know how it feels to get left behind. He'll be all right. He's with the family now, and we take care of our own. Okay, fair. Wieso wurde er denn He zurückgelassen? didn't tell me and I didn't ask. I'm his bartender, not his human resources rep. Haha, aber wir If you wissen's. believe the chatter, a lot of good folks got left behind, and a lot of bad folks made it out. Sometimes that's all there is to it. Das ist sogar eher normal, dass das so ist. Was kannst du mir über Leonora noch Nice erzählen? lady. Been coming around a lot these past few months. She isn't with Sublight, but seems to know the lay of the land better than anyone. She spends most of her days drinking alone. I think she's looking to hire someone. If you're open to a side gig. Ja, sind wir schon vorbei gewesen, ja. Weißt du, ob sie je mit Lucky Montoya gesprochen hat? Now that you mention it, I thought I saw those two sharing stories over a pint. Didn't think twice about it. I don't speak ill of the dead, but Leonora deserves better company. That Lucky was no good for her. Ja, glaube ich. Sie und ihr Ehemann haben auf Gorgon gearbeitet, bevor alles im Bach runtergegangen ist. No kidding. Ugh, what a shame. I owe her one on the house. When Spacer's Choice pulled out, a lot of people found themselves adrift. The ones with nowhere to settle ended up here. Sad but true. What are friends for, eh? Irgendwelche Vermutung, warum Spacer's Choice Gorgon dicht gemacht I hat? doubt anyone knows the full story. One day the evacuation order went out. Grunts and lab coats scrambled to get anywhere but Gorgon. And the weirdest thing of all, Adrenatime still hit the market. Me, I never touch the stuff. To each their own, but I think it's dangerous. Ja, glaube ich auch. Die Schrottsammler müssen auf Gorgon ein Vermögen machen. Na, glaube ich nicht, wegen den ganzen Plünderern. Damn right we are. We've got drugs, scrap metal, prototype weapons, drugs, money, and more drugs. When Spacer's Choice evacuated,
everyone dropped their gear and ran. Most of it stayed where it fell, and all of it is up for grabs. Of course, the real treasure is whatever's locked up in the old facility. Until someone figures a way to crack it open, we're just sifting through dirt. Ja, dafür sind wir ja jetzt da. Keine You weiteren got Fragen. it, bub. Wie wär's mal mit dem Drink? Name your poison. 52% Rabatt. Also kann ich auch gut verkaufen. Fort. Nee, das behalten wir. Das behalten wir. Jetzt haben wir hier auch schon einen Dreier gefunden. Habe ich das übersehen? Oder habe ich meins schon ausgerüstet? Muss ich gleich nochmal gucken. Ach komm, dann packen wir. Z. Ich will die halt behalten. Ja, es tut mir leid. Lasst mich. So. Und warum? Weil ich es kann. Lasst mich. So. Ungemodelter Niedrigdruckhelm. Ja, den nehme ich eventuell mit. Der hat noch ein bisschen mehr Rüstung. What the fuck? Überzeugen 5. Ja, nice. Haben wir hier nicht noch so einen? Der hat Medizin 5. Die ganzen Hüte. Achso, warte mal. Überzeugen brauchen wir hier bei dem ja gar nicht. Ja, ich guck mal, ob ich das auf dem Wicker draufklatschen kann. So, okay. Ich würde auch noch mal kurz mit Leonora quatschen. Aufgrund der Infos von You find unten. anything out there? Hast du Lucky Montoya gekauft? That old flirt? Yeah, I let him buy me a drink or two. He talked my ear off about exciting jobs he'd done. All lies, I'm sure. He fell asleep with his head on my shoulder. That man had baggage like you wouldn't believe. I didn't think anyone could be lonelier than me. Hm. Hat er etwas über die Gorgon-Forschungsanlage erwähnt? He bragged about having the key to some sort of maintenance area in one of the old buildings. I never saw it, so I just assumed he was talking himself up. He also asked if I wanted to see something gross and slimy he kept in his room, but I declined, politely. Ah! Oh, Raufasertapete. Schön. Ekliges Schleimding. Naja, toll. He put on quite a front, but I think he was weary. Like he'd seen too much and had too little to show for it. Guess we were kindred spirits in a way. Okay, das war's schon. Danke. Sure thing. My condolences if you two were close. Waren wir nicht, danke. Hey, there you are. Been wondering how you were doing. Ja, so lange wollte ich noch gar nicht weg. Nee, noch nicht. Kann ich dir mal was fragen? Sure, I'm an open book. Was hast du eigentlich mit dem gemacht? Nice enough guy. Fashioned himself one of those professional gumshoes, like in the serials. They usually work for the board, rooting out dissidents and the like. Lucky though, he was freelance. Worked for anyone who paid, no matter their allegiance. You ask me, I think the guy just likes snooping around in folks' terminal messages. Ich fühle mich irgendwie outcalled. Ja, die gute auch rot. Mhm. Lex hat mir seinen Namen per Post geschickt. Hat sie dir das mal erzählt? No, but I'd wager Lex there's a lot of weird shit she doesn't tell anyone about. That's the sublight way. Gotta say though, mailing a stranger some dead guy's arm probably tops the list. At least I'd hope so. At least I hope so. Next to nothing. He preferred to keep a tight lid on things, more dramatic that way.
Not that he needed to keep secrets. Folks down here don't give two shits about anything but bits and beer. Ach komm, einem cleveren Typen wie dir wollte er doch bestimmt imponieren. So theatralische Typen schwätzen gern. Sicher, dass er nicht irgendwas erwähnt hat? So sometimes Lucky'd get deep in his cups and start going on about the ghost of Gorgon. But I didn't think anything of it. Guy also liked to say he could pop the cyst off a cysty pig at 100 paces with his eyes closed. Okay. Wie war Gorgon zu seinen besten Zeiten? Frenetic, chaotic, vicious, take your pick. I wasn't here at the start, but going off what folks told me about the early days, Gorgon started out with promise. The board's best and brightest were excited to work here, said it was a good posting. The project director had a vision and big, bold ideas. Nothing good lasts long in Halcyon. Thing is, the schedules coming out of the corporate office were unrealistic from the get-go, and they were trying to do the project on a shoestring budget. Couple that with the obvious personnel problems and toxic junk in the product, it was only a matter of time before it all went to hell. Also wie immer. Und wie kam es zu den Plünderern, sag doch mal. Ich glaube, es wird wieder ein längeres Gespräch They hier. crawled out of the mines one day. Heard one fella suggest they might even be aliens. Okay, was denkst I du? think Halcyon wants us dead. Look at Monarch. The planet's pure poison. Ach, Folks Quatsch. can't eat the food that grows on Terra 2 without getting sick. Ja, gut, Who's das to say stimmt. it's not something in the dirt or the water? I don't have proof, mind. It's just a hunch. Ja, aber wie heißt sie? Adelaide McDavid oder so also aus der Richtung Edgewater, da aus dem kleinen Camp, die kann ja anscheinend was wachsen lassen dort. Also von daher, Gorgon ist im Abgrund. Was hat's denn in den Ruinen getrieben? Shit, any number of things. Fire, primals, sabotage. It didn't happen all at once, but it happened fast enough folks couldn't respond in time. Now, if you're asking how it all kicked off, might have been spies that did it. Corporate espionage, you know. Anti-Cleos. I never did figure it out. Not about to try now. Okay. Du musst ja mit vielen Mitarbeitern hier gesprochen haben. Woran haben die gearbeitet? Adrenatime. I'm sure you know it. Was a drug, something to make folks work harder, work smarter. Had a lot of nasty side effects. Didn't seem so bad to me at the time, but then I hadn't met the test subjects yet. The whole thing was real hush-hush. A lot of worry about corporate spies, especially from Anti-Cleos. I probably shouldn't even be mentioning it to you, to be honest. Spacer's Choice, they're really not fond of spies. Na, ich glaube, da geht's aber allen schon. Eben, wer tut das schon? Fair point. Not even spies like spies. Was kannst du mir über die leitenden Forscher sagen? Not much, except that there was a whole gaggle of them, and so far as I could tell, they absolutely hated each other. Dr. Ambrose would hardly let me speak to any of them, but she complained about him all the time. Über was? Everything seemed like. Marion Blakesley, for example, lady who ran HIA, wouldn't return any of her messages. Not once, for years. Jasper Lowe, guy who headed up Chem, was high more than he was sober. He insisted on running special tests on primals, too. Law knows what for. Und sonst noch jemand? Dr. Ambrose really had it out for this guy Lawrence Goodfellow. Ran OCI. Would lose his shit if he saw red on a schedule. By the end, I heard folks were turning in completely bunk progress reports just to keep him out of their hair. Had this little minion, too. An actuary named Clarence Mosley. Obsessed with quantifying every detail of his sad little life. Mosley was the guy who got me mixed up in all this. Asshole. I hope a primal ate him. BKI? Goodfellow ist der Chef vom BKI? Na, das erklärt alles. Oh yeah, it wasn't just that Dr. Ambrose hated them. They seemed to hate each other, too. OCI pushed a ludicrous schedule. Chem made a bad product, and HIA returned garbage results. A regular merry-go-round of shit flying in every direction. It's no surprise it all fell apart. The surprise is that it didn't happen sooner. Mister, I'm not about to tell you how to do your job, but I ain't think that metaphor's fit to print. Editor always did say my prose was a bit purple. Or brown, in this case. Alles klar. Not a problem. Anything else? Nee, lass mal. Of course, I won't be going anywhere, so, you know, take your time. Jo, danke.
So, gut. Dann geht's jetzt mal raus. Mal raus. Nice. Okay. Watch yourself out there. Ja, ja, ja. So. Ah, da geht's jetzt endlich mal weiter. Also, ging ja die ganze Zeit schon etwas weiter, aber ihr wisst, was ich meine. So. Oh, 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 oh. Dann rennen wir doch mal hier rüber. Ja, okay. Da soll nämlich der Aufzug sein, aber ich komme ja nicht rein. Also muss ich wahrscheinlich doch von außen irgendwie. Vielleicht von... Vielleicht doch irgendwie von hier so, hier hoch, hier rüber, da rein. Und dann kommen wir hier runter. Weil sonst wüsste ich nicht, wie wir... hier reinkommen sollten. Tja, schauen wir mal. Dann gehen wir erstmal mal ein paar Plünderern auf den Sack. Okay, keep him quiet. Achso, warte mal, habe ich die richtige Rüstung an? Um Leuten auf den Sack zu gehen? Nö. So. Und gab es hier nicht irgendwo noch Langwaffen? Ich muss... Es ist echt schade, dass man das nicht besser sortieren kann hier. Das war ja mal gar nicht gut. Alter. Es schwankt hier immer noch. Try me. Attack! Nice one! You hiding? Kill! I'll find you! You hiding? So viel zum Thema hier Meisterschütze. Don't mess with us! Ja, so richtig gut war das jetzt nicht von mir. Aber es hat gereicht. Toll, und dann kommt man zu diesem Koloss und der hat nicht mal ordentlich Loot dabei. Was soll denn das? So, dann schauen wir doch mal. Okay, hier unten gibt es keine Leute. Gut. Aber ich komme da auch nicht hoch. Das ist jetzt beides nicht schön.
Das war wichtig, dass wir jetzt diese Killcam hier bekommen haben. Die war ganz wichtig. Oh, warte mal, kommen wir hier über die Brücke? Das wäre ja cool. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier nicht irgendwelche Spreads killen, die eigentlich irgendwelche Inhaber von Geschäften sind. Das scheint ja hier oben häufiger vorzukommen. Ah, kling, 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 kling. Ey, diese Geräusche, ne, die machen mich immer noch fertig. Ich hasse die. This place is steeped in desolation and despair. The natural habitat of marauders. Are all these marauders former townsfolk? Möglich. Economy-Wohnungen. Hm? Hey, was? No Cam-Shaming? Es scheinen viele Läden auch Katzen zu gehören. Ja, das ist, ja. Never saw you coming. Auch das vielleicht. Ich meine, ne? No Shaming, wenn sie das wollen. Ja, bitte. Ist nur schwer verständlich. Wie man jetzt einer Katze oder... Also ich glaube, das gab es auch schon häufiger, ne? Solche Berichte, dass irgendwie Haustieren oder sonst irgendwie auch was vererbt wurde oder so. Ah, schwierig. So, wo ist denn der erste Brief? Natürlich nehme ich den als letztes. Lieber Cousin Dan, Reed Thompson hat einigen Auserwählten unter uns jetzt der Gina-Time verfügbar gemacht. Und rate mal, wer dazugehört. Ist das nicht die Droge, an der du arbeitest? Ich habe heute Morgen meine Dosis eingenommen und ich musste nicht mal Mittag machen. Der Typ neben mir, der Saltuna reinigt, arbeitet gerade seine 2. Schicht in Folge und bekommt dafür jetzt 2 Bits mehr. 2! Also 2? Du solltest mal sehen, was er mit einem Fischentschupper anstellen kann. Schreib mir mal zurück. Vielleicht kannst du mir auch noch das Autogramm vom Mondmann besorgen, wenn du dafür Zeit findest. Lieber Cousin Dan, Adrenatime hat ein ganz schönes Suchtpotenzial, oder? Die erste Charge hatten wir echt schnell durch. Aber wer hätte es schon gedacht? Schon stand Reed mit mehr davon da. Eine Anerkennung unserer beispielhaften Arbeitsmoral und unerschütterlichen Treue der Marke gegenüber. Was sagt man denn dazu? Immer noch keine Antwort von dir? In letzter Zeit habe ich ein etwas mulmiges Gefühl, aber ein bisschen Adrenatime ist genau das Richtige, um das loszuwerden. Schreibt mal zurück, wie sind denn die Sonnenuntergänge auf Gorgon? Habt ihr das überhaupt Sonnenuntergänge oder ist das einfach nur die ganze Zeit irgendwie so ein komischer Asteroid, der in der Gegend rumschwirrt und der die ganze Zeit von der Sonne abgewandt ist? Und wie könnt ihr darauf überhaupt atmen? Weil das ist ja eigentlich total krass. Es gibt ja hier gar keine Atmosphäre und nichts. Schreibt mal zurück. Cousin Dan, Reed gibt uns nichts mehr von dem Zeug. Gesetzesverdammt. Wenn ich von ihm keine Gina-Time mehr kriege, bist du jetzt meine einzige Quelle. Lass mich bloß nicht hängen, Cousin. Ich kann nicht arbeiten, ich kann nicht schlafen und ich kann nicht mal mehr klar denken. Gib mir das Zeug. Schick alles, was du hast. Jetzt!
geht. Ach ja, sucht ihr vielleicht gerade neue Leute? Dem geht's gut. Dem geht's gut. Schade, dass man nicht weiß, wer das ist. Sonst könnte man jetzt vielleicht noch Rückschlüsse ziehen auf jemanden, den man dann in Edgewater gesehen hat. Das wäre cool. Alter. Agena Time, Agena Time, Agena Time, Agena Time, Agena Time, Agena Time. Eingravierter Flachmann. Die Gravur lautet: Jerome, auf den Beginn vom Rest unseres gemeinsamen Lebens. In Liebe, Leonora. Der Flachmann riecht dezent nach Whisky, billigem Herrenparfüm und alten Zigaretten. So, Nebenquest erledigt. Wup, wup. Kommt man hier auch irgendwie rein? This is my second month on Adrena Time. It's like the color came back. Like I was tuned to the wrong band all this time, and now the static's gone. I'm finally clear-headed, focused. There's so much I'm excited to do. I feel like me again. Side effects? I guess I've noticed people staring at me a lot more lately. Hard to talk to them sometimes. Feels like they don't get it. Maybe they just don't trust it. Or maybe they don't trust me. Klingt schon ein bisschen paranoid, oder?